Sauberes Trinkwasser gehört zu den wichtigsten Dingen im Wohnmobil und Camper. Aber genau hier machen viele Camper- und Wohnmobilfahrer einen entscheidenden Fehler. Frischwassertank, Pumpe, Leitungen, Boiler, Wasserhähne und Dusche. Und wenn sich irgendwo in diesem System Ablagerungen und Biofilm bilden, reicht es eben nicht einfach nur frisches Wasser aufzufüllen. Deshalb zeigen wir euch heute unsere komplette Vorgehensweise von der Grundreinigung und Desinfektion bis zur richtigen Dosierung und zur dauerhaften Pflege unterwegs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir heute den Frischwassertank gemeinsam reinigen, möchte ich euch eine Frage stellen. Wann habt ihr euren Tank das letzte Mal wirklich gründlich gereinigt? Nicht einfach nur so ausspülen, sondern das komplette System. Falls ihr jetzt überlegt, seid ihr nicht die Einzigen. Denn uns ging es am Anfang genauso. Und deshalb fangen wir heute nicht mit einem Reinigungsmittel oder vielen Reinigungsmitteln an, sondern mit dem wichtigsten Punkt überhaupt. In über 30 Jahren Wohnmobil, Camping und Reisemobile haben wir schon unzählige Wassersysteme gesehen. Und immer wieder hören wir die gleichen Fragen. Warum riecht mein Wasser so komisch? Wie oft muss ich reinigen? Welche Mittel brauche ich wirklich? Und ehrlich gesagt, die gleichen Fragen hatten wir früher auch. Ein Wohnmobil oder ein Camper besteht eben nicht nur aus einem Wassertank, es besteht aus einem komplexen Wassersystem. Und genau dort passieren die meisten Fehler. Wir hätten früher auch nicht gedacht, dass es so einen großen Unterschied macht, wie man mit Frischwasser umgeht und wie man Wasser behandelt. Heute wissen wir, es geht nicht nur darum, den Wassertank sauber zu halten, sondern das gesamte System. Zu Hause drehen wir den Wasserhahn auf und machen uns normalerweise überhaupt keine Gedanken, was im Leitungssystem passiert. Warum auch? Das Wasser fließt ständig, es wird regelmäßig erneuert und natürlich die Leitungen sind dauerhaft in Betrieb. Im Wohnmobil sieht natürlich die Sache völlig anders aus. Hier steht das Wasser manchmal tagelang in den Leitungen und sogar wochenlang im Tank. Und diese Kombination schafft natürlich ideale Bedingungen für Ablagerungen, natürlich nicht in kürzester Zeit, aber mit der Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Leitungen schlecht sind. Ganz im Gegenteil, unser Trinkwasser gehört zu den besten und meist kontrollierten Lebensmitteln überhaupt. Das Problem entsteht erst danach, nämlich bei uns im Wohnmobil. Schaut euch euer Wohnmobil einmal wie einen geschlossenen Kreislauf an. Das Wasser gelangt in den Tank. Von dort aus wird es durch die Pumpe in die Leitungen befördert. Ein Teil fließt natürlich direkt zum Wasserhahn. Ein anderer Teil fließt durch den Warmwasserboiler. Genau dort bleibt das Wasser häufig besonders lange stehen. Wenn ich nur den Tank reinige, dann habt ihr natürlich erst einen kleinen Teil erledigt, denn das komplette System besteht natürlich aus viel mehr. Viele Camper spülen ihren Tank nur aus. Das ist natürlich besser als nichts, aber die Verschmutzungen entstehen natürlich nicht nur im Tank, sondern in den Leitungen, in dem Boiler, in der Mischbatterie, in der Dusche, in der Toilettenspülung. Und gerade dort kommt man mit einfachem Ausspülen natürlich nicht hin. Das war uns ehrlich gesagt am Anfang vor Jahren auch nicht so bewusst. Und genau deshalb möchten wir euch heute zeigen, wie wir das komplette System behandeln. Vielleicht habt ihr schon einmal den Begriff Biofilm gehört. Das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Stellt euch den Biofilm einfach wie einen hauchdünnen Belag vor. Er kann entstehen, wenn Mikroorganismen sich auf Oberflächen ansiedeln und dort vermehren. Das passiert natürlich nicht schlagartig, das passiert über einen längeren Zeitraum. Deshalb ist regelmäßige Pflege und regelmäßiger Wasserwechsel so wichtig. Also ist der Biofilm auch nicht automatisch sofort sichtbar. Und genau deshalb wird es sehr oft unterschätzt. Jetzt wissen wir, warum unser Wassersystem im Wohnmobil und im Camper besondere Aufmerksamkeit benötigt. Die entscheidende Frage aber lautet, warum haben trotzdem so viele Camper immer wieder Probleme mit Geruch und Ablagerungen? Die Antwort liegt natürlich bei einigen ganz besonderen Fehlern. Und dazu kommen wir jetzt zu den 10 häufigsten Fehlern beim Frischwasser im Wohnmobil und im Camper.
Einige Fehler haben wir früher auch gemacht, das haben wir ganz einfach nicht gewusst. Fehler Nummer 1, der Tank ist doch noch halb voll. Wir kommen mit dem Wohnmobil aus dem Urlaub, wollen am Wochenende weiterfahren, der Tank ist noch halb voll. Ist die Antwort meistens, da können wir doch noch das Wasser drin lassen und können das noch am Wochenende verwenden. Und das genau machen unglaublich viele Camper. Das Wasser sieht völlig normal aus, das Wasser riecht nicht, aber genau jetzt beginnen die eigentlichen Veränderungen. Wenn ihr euer Wohnmobil oder euren Camper für längere Zeit abstellt, solltet ihr natürlich den Tank möglichst komplett entleeren. So verhindert ihr, dass das Wasser möglichst nicht so lange im System stehen bleibt. Das haben wir früher natürlich auch immer so gemacht und damit waren wir natürlich nicht alleine. Das Problem ist nur, die Leitungen und der Boiler werden dadurch überhaupt nicht erreicht. Fehler Nummer 2, der Tank wird häufig mit einem Gartenschlauch ausgespritzt oder normal mit Wasser gespült. Das Problem hierbei ist aber, dass das Leitungssystem und der Boiler bei uns im Camper dadurch überhaupt nicht erreicht wird. Fehler Nummer 3, Warmwasser vergessen, das heißt den Boiler ganz einfach vergessen und deshalb bleibt der Boiler häufig außen vor. Der Boiler ist bei uns auf der Reinigung rot markiert, also wir lassen nicht nur das Kaltwasser laufen, sondern auch das Warmwasser laufen, dass die Zirkulation auch im Boiler vorhanden ist. Fehler Nummer 4, und das machen auch sehr viele, man fährt zur nächsten Zapfsäule und füllt natürlich den Frischwassertank ganz einfach wieder auf. Viola hat immer gesagt, ist denn das so schlimm? Naja, nicht sofort, aber altes Wasser und frisches Wasser werden ständig miteinander vermischt und deshalb ist ein kompletter Wasserwechsel von Zeit zu Zeit immer am sinnvollsten. Fehler Nummer 5. Der Tankdeckel bleibt offen. Beim Befüllen passiert das ganz schnell, ist uns auch schon mal passiert, dass der Tankdeckel ganz einfach runtergefallen ist. Der Tankdeckel liegt dann irgendwo, Staub, Schmutz, Pollen. Seitdem legen wir den Tankdeckel immer auf einen sauberen Tuch, hier neben unserer Befüllung, denn da haben wir die Fahrertür und da haben wir an der Seite ein sauberes Tuch, da legen wir unseren Tankdeckel darauf. Fehler Nummer 6. Ihr habt es gesehen mit unserem Gartenschlauch. Jetzt werden natürlich viele fragen, die grünen Gartenschläuche, die ausziehbaren Gartenschläuche, die sind natürlich nicht lebensmittelecht und so weiter und so fort. Ja, den Fehler machen wir auch. Wir reinigen aber diesen Gartenschlauch vor jeder Befüllung, beziehungsweise wir haben mehrere in Rotation. Insgesamt haben wir 3 unten drin und die benutzen wir zur Befüllung. Wenn euch das interessiert, können wir natürlich nochmal ein separates Video darüber machen für euch. Schreibt es ganz einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt, wie wir das machen. Denn viele handelsübliche Gartenschläuche können Gerüche und Geschmacksstoffe an das Frischwasser übergeben. Warum verwenden wir dann grünen Schlauch? Denn diese grünen Schläuche, da kommen wir überall hin. Wenn wir auf einem separaten Stellplatz stehen, dann können wir auch mal Wasser über längere Wege an unser Wohnmobil befördern und unseren Frischwassertank befüllen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Die nehmen wir eine Saison und dann fliegen die bei uns weg, beziehungsweise werden im Garten zum Gießen verwendet. Das Wohnmobil kommt neue. Fehler Nummer 7, Wasserfilter. Ihr habt es gesehen, wir haben hier einen Wasserfilter bei uns verbaut, ein grober Wasserfilter, den Sand rausfiltert. Manche haben noch im Wohnmobil einen Filter verbaut. Fehler Nummer 7, den Wasserfilter ganz einfach kontrollieren. Schaut ganz einfach ab und zu mal nach, ob euer Wasserfilter noch okay ist. Man sieht das natürlich auch bei den Wasserfilter-Einfärbungen. Wir säubern hier unseren Wasserfilter zu alle 5 bis 10 Befüllungen, schraube ich den einmal auseinander, bühle den richtig aus und desinfiziere ihn natürlich auch. Fehler Nummer 8, reinigen nur einmal im Jahr. Ja, liebe Freunde, wir hören es oft, wir reinigen unseren Frischwassertank immer im Frühjahr, kurz vor Saisonbeginn. Das ist natürlich ein guter Start für die Saison, ist richtig. Aber je nachdem, wie oft ihr unterwegs seid in der Saison, kann eine regelmäßige Pflege eures Frischwassertankes während der Saison richtig sinnvoll sein. Jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 9. Wir sehen es immer wieder, gibt es auch hier bei YouTube viele Videos mit vielen Hilfsmitteln. Das sind natürlich auch viele falsche Mittel mit dabei. Viele denken natürlich dann auch viel hilft viel, aber gerade bei Reinigungs- und Pflegeprodukten solltet ihr euch immer Gedanken über die Dosierung machen und die Herstellerangaben genau befolgen. Mehr ist hier sind nicht besser und viele Pflegeprodukte
Pflege- und Reinigungsprodukte greifen natürlich auch die Leitungen an, die Dichtungen an und vor allem den Warmwasserboiler der Heizung. Ja, und der letzte Fehler: erst handeln, wenn das Wasser riecht bzw. ein Biofilm im Wassertank ist. Eigentlich kümmern sich viele Camper erst um ihr Wassersystem, wenn das Wasser anfängt mit Riechen. Genau dabei ist regelmäßige Pflege viel einfacher, als später ein komplettes Frischwassersystem wieder sauber zu bekommen. Vielleicht habt ihr euch gerade bei einigen oder mehreren dieser Punkte wiedererkannt. Keine Sorge, uns ging es früher genauso. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass wir euch jetzt zeigen, wie wir unser Wassersystem im Wohnmobil, im Camper Schritt für Schritt reinigen und dauerhaft pflegen und nutzbar machen. Jetzt werfen wir einen Blick in unseren Tank, nicht um den Schmutz zu suchen, sondern um den Allgemeinzustand von dem Tank zu beurteilen. Das Wasser haben wir ja komplett abgelassen. Wir schauen ganz einfach mal so rein in unseren Tank, wie er ist. Jetzt haben wir hier Zugang zu unserem Frischwassertank. Jetzt gehen wir mal rein. Ihr seht jetzt den Tank, auch vom Inneren. Unser Tank sieht eigentlich ziemlich sauber aus und trotzdem reinigen wir ihn regelmäßig. Für die Grundreinigung verwenden wir Membra-Clean. Dazu sage ich euch im Laufe des Videos noch mal einiges dazu. Haltet euch immer an die Vorgaben vom Hersteller. Die Dosierung für die Daueranwendung richtet sich immer nach der Wassermenge in euren Tank, die ihr natürlich auch nachbefüllt. Bei der Erstanwendung richtet sich die Füllmenge nach der Wassermenge, die ihr in dem Tank befüllt. Wir haben hier eine 1 Liter Flasche und eine 5 Liter Kanister. Da können wir immer das abfüllen auf die 1 Liter Flasche, wenn wir jetzt unterwegs sind. Für die Erstbehandlung, dass der Hersteller hier empfiehlt, einmal den Tank befüllen, je nach Liter. Wir gehen jetzt mal von 100 Liter aus, kommt 1 Liter Flüssigkeit hier rein. Wir verteilen das Ganze dann komplett im System, da kommen wir später nochmal dazu. Wenn wir das Wasser abgelassen haben, sagt der Hersteller, ist eine normale Grundreinigung mit Lappen und Bürste nicht notwendig. Wir schauen immer rein, haben wir Sand drin, haben wir sichtbaren Schmutz drin. Ansonsten brauchen wir hier keine Grundreinigung durchzuführen vom Tank. Natürlich blenden wir euch den Link zu dem Produkt mit ein in der Videobeschreibung und natürlich auch das Mischungsverhältnis. Haltet euch da genau an die Vorgaben vom Hersteller, dann kann eurem Tank nichts mehr passieren. Wie wir unseren Tank befüllen, das zeigen wir euch mal ganz kurz. Wir verwenden hier diesen Wasserdienst und dann haben wir hier so einen Schlauch, dann unsere Befülleinheit. Zwar haben wir hier vorne einen Verschluss, den wir absperren können, hier nochmal einen Hahn, dann haben wir hier das Einfüllstück, damit wir richtig schön in den Tank reinkommen. Das Zubehör für unsere Trinkwasserbefüllung für den Wassertank, das verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Sollte euch das mal interessieren, schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, wie wir das Ganze reinigen, den Schlauch und die ganze Befülleinheit. Ihr seht jetzt, dass sich unser Schlauch befüllt. Lassen erstmal das erste Wasser durchlaufen, dann stecken wir das an. Unser Wassersystem haben wir jetzt angeschlossen und somit drehen wir jetzt hier auf. Das Wasser läuft. So, liebe Freunde, ihr seht es, das Wasser läuft rein. Indem jetzt das Wasser hier befüllt wird, geben wir unseren 1 Liter Membran Cleaner hinzu für die Grundreinigung. Somit wird das Ganze schön vermischt. Wir haben ja das komplette Frischwassersystem hier geleert. Der Boiler, die ganzen Leitungen. Somit schalten wir jetzt unsere Pumpe erst einmal an, damit das Wassersystem erst einmal wieder komplett mit Wasser befüllt wird, inklusive dem Warmwasserboiler. Unsere Pumpe fängt hier an zu pumpen. Um die Luft natürlich rauszubekommen, öffnen wir erstmal hier unsere Wasserhähne. Der Tank ist schon befüllt vom Boiler. Jetzt gehen wir auf Kaltwasser. Das gleiche mit der Dusche. Was wir machen müssen, natürlich auch das Bad, Heißwasser vom Boiler, Kaltwasser und natürlich auch die Luft entweichen lassen der Toilettenspülung. Hier haben wir unsere Außendusche, auch kalt und warm. 1 Minute lassen wir das laufen und dann gehen wir auf warm, auch 1 Minute. Wir sind jetzt bei 50%. Somit schließen wir jetzt erst einmal unseren Deckel und schauen erst einmal, wie viel Liter wir jetzt im Frischwassertank befüllen. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken,
Freiheit pur. Womo reisen unser. Ja, unser Tank ist jetzt voll. Wir haben 50 Liter mehr. Müssen wir jetzt nochmal 50 Milliliter hier hinzufügen. Ein kleiner Tipp, wie wir das Ganze dosieren, das verlinken wir euch auf jeden Fall mit in der Videobeschreibung. Wir haben uns da hier eine Spritze besorgt. Das sind 50 Milliliter. Das ziehen wir jetzt hier auf. So. Somit haben wir jetzt hier nochmal 50 Milliliter drin und die geben wir noch mit in den Frischwassertank hinein. Öffnen jetzt den Tank. Und da sehen wir es hier, das Wasser ist bis oben hin gefüllt. Wir geben jetzt die 50 Milliliter hier mit dabei. Jetzt haben wir den Tank komplett befüllt und jetzt kommt der entscheidende Moment. Jetzt müssen wir alle Wasserversorger, Kaltwasser, Warmwasser mit dieser Reinigungslösung hier befüllen. Somit drehen wir nacheinander für ca. 60 Sekunden alle Wasserabnehmer noch einmal auf, damit wir sicher sein können, dass die Reinigungslösung in jede Leitung, in jeden Abnehmer gelangt. Nehmen als erstes die Küche, 60 Sekunden. So, 60 Sekunden vorbei. Jetzt machen wir das gleiche. 1 Minute Warmwasser. Diese Prozedur, wie gesagt, ist ganz wichtig, damit wir gewährleisten können und sicher sein können, dass die Reinigungslösung in jeder Leitung im Wohnmobil verteilt wird. Das gleiche auch kalt, 60 Sekunden und das gleiche warm. Jetzt sind wir im Bad, das gleiche auch, hier kalt eingestellt, 60 Sekunden. Lassen wir das Ganze laufen und 60 Sekunden heiß, damit der Boiler ordentlich befüllt wird und alle Warmwasserleitungen befüllt werden. Und natürlich auch die Spülung der Toilette. Das ist jetzt fertig. Also denkt daran, dass ihr alle Leitungen, die ihr habt, mit befüllt. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, wir haben jetzt unser System komplett hier mit dieser Reinigungslösung befüllt. Wie geht es weiter? Der Hersteller sagt hier 5 Minuten stehen lassen und dann jeweils alle Wasserabnehmer jeweils für 1 Minute öffnen. Das Ganze im Wechsel immer zwischen 5 und 10 Minuten. Jeden Wasserabnehmer 1 Minute lang im Intervall von 5 bis 10 Minuten. Das ist für uns eine Kaffeepause wert. Dann machen wir das alle 5 bis 10 Minuten. Was ich jetzt noch vergessen habe, das gleiche machen wir auch mit unserer Außendusche. Das heißt, die Außendusche auch befüllen. Den Schlauch lassen wir dran. Die Außendusche wird natürlich genauso mit behandelt, weil die bei uns kalt und warm ist, wie die Wasserabnehmer, die wir hier im Wohnmobil haben. Da bereiten wir uns einen schönen Kaffee vor. Wir haben hier alles da. Wasser ist aufgefüllt. Ich trinke gerne, wenn ich im Wohnmobil etwas mache, trinke ich gerne einen Kaffee dazu. Deswegen habe ich das immer vorbereitet. Wir sind jetzt übrigens nicht am Landstrom. Die Solar lädt natürlich die Batterie. Mal schauen, 78% voll. Jetzt unseren Kaffee haben wir jetzt hier durch. Wir sind circa 7-8 Minuten vergangen. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Durchgang. Alle Wasserabnehmer für ca. 1 Minute öffnen. Kaltwasser, Warmwasser und Toilette, Außendusche nicht vergessen. Jetzt verteilen wir die Reinigungslösung im System und das gleiche mit Warmwasser in der Küche und das gleiche. Kaltwasser und nach 1 Minute Warmwasser. Im Bad genau das gleiche. Kaltwasser 1 Minute und Warmwasser auch 1 Minute laufen lassen. Parallel dazu können wir natürlich auch die Toilette schon machen. Das gibt ja unsere Druckwasserpumpe her. Ja, liebe Wohnmobil- und Campingfreunde, die ganze Prozedur machen wir jetzt im Intervall immer so lange, bis einmal der Tank für uns leer ist. Je nach Verschmutzung wiederholen wir das nochmal. In der Regel machen wir das 2-mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Wir haben jetzt Sommer. Wir machen das auch nach der Urlaubsreise jetzt Italien, weil wir da einiges an Sand auch drin hat. Wir kommen aber nochmal dazu, wie der Dauerzustand ist. Wir wiederholen die Prozedur jetzt
jeweils nach 10 Minuten alle Wasserabnehmer, kalt und warm, jeweils 1 Minute. Vergesst die Toilette nicht, vergesst die Außendusche nicht, falls ihr eine habt. Somit habt ihr das komplette System einmal durchlaufen. In den Abwassertank rein, der Abwassertank ist zu, somit wird der Abwassertank natürlich auch noch gereinigt. Und für die Erstbehandlung mit diesem Reinigungsmittel, da empfiehlt der Hersteller, diesen Durchgang zweimal zu machen. Das heißt 1 Liter auf 100 Liter Frischwasser und den Durchgang bitte zweimal machen. Somit seid ihr hier clean mit eurem Frischwasser. Wie wir das im Dauerzustand verwenden, denn Mempratlin hält natürlich auch euer Wasser frisch und natürlich, es konserviert das. Da kommen wir später nochmal drauf, was dazu der Hersteller sagt. Wir kommen auch später im Video nochmal dazu, wo Mempratlin überall verwendet wird. Dann befüllen wir den Tank und das zeigen wir euch auch für die Saison, für den Juli und August. Diese Grundreinigung bildet natürlich die Basis für euer Frischwassersystem. Danach geht es nur noch um die Pflege eures Frischwassersystems und die Pflege eures Frischwassertankes. Das frisch einbefüllte Wasser behandeln wir gleich beim Nachfüllen unseres Frischwassertankes. Dazu haben wir ja hier die Spritze, die haben wir ja euch schon gezeigt. Das sind 50 Milliliter. Das können wir schön konzentrieren. Somit bleibt die Wasserqualität immer konstant. Wenn du mit der Erst- und Zweitbehandlung durch bist, kannst du dein Wasser ablassen, komplett oder durchlaufen lassen und in den Abwassertank leiten. Eine separate Spülung ist von Herstellerangaben nicht notwendig. Also ihr braucht dann den Tank auch nicht mehr auszuspülen und die Wasserleitung, denn ihr könnt ganz einfach mit der Neubefüllung von eurem Wassertank beginnen. Wie schützen wir jetzt unser Wasser, wenn wir das neu befüllen? Das zeigen wir euch jetzt. Und jetzt gehen wir darüber, dass wir das Frischwassertank ganz einfach die Qualität behalten wollen. Und da beginnen wir jetzt mit der 0,2% Regelung. So wird es auch vom Hersteller empfohlen. Die Dauerbehandlung, so wie wir das machen, laufende Anwendung, Tank neu befüllen oder neu nachfüllen. Also ihr müsst dann nicht immer wieder neu befüllen, sondern die Literzahl, die ihr dazugegeben habt oder nachgefüllt habt in euren Frischwassertank, die füllt ihr ganz einfach mit 2 Milliliter pro Liter von dieser Flüssigkeit nach. Das könnt ihr schön dosieren mit dieser Spritze oder einen anderen Messbecher, je nachdem. Wir machen das so, denn wir können das dann ganz einfach außen auch schön hinzufügen in den Frischwassertank und somit ist unser Frischwasser sicher. Wir haben jetzt unsere Tankreinigung abgeschlossen. Unser Tank ist jetzt leer. Wir beginnen jetzt mit der Nachfüllung. Wir gehen davon aus, dass wir 100 Liter hier auffüllen werden. Und bei 100 Liter, damit wir auf die 0,2% Regelung kommen, und da füllen wir 200 Liter von unserem Mempratlin hier auf. Somit ist unser Wasser für die nächsten Wochen hier gesichert. Egal wie oft wir fahren, ob wir einmal die Woche fahren oder alle 14 Tage fahren. Wenn ihr teilweise befüllt, das heißt, ihr füllt jetzt bloß 60 Milliliter nach, müsst ihr dann immer mal 2 und dann die Milliliter. Also ihr tankt zum Beispiel 60 Liter nach, müsst ihr dann von Mempratlin 120 Milliliter einfüllen. Also nicht immer die ganze Tankfüllung jetzt auffüllen, sondern immer nur teilweise, was ihr nachfüllt. Deswegen macht sich es gut, einen Literzähler habt. Wir gehen jetzt über, dass wir unseren Frischwassertank wieder neu befüllen. Tank ist leer. Wir setzen jetzt ganz normal das Frischwasser an für unsere Tour. Wir beginnen jetzt mit der Befüllung und Herstellung unseres normalen Frischwassertankes. Da ich weiß, dass ich mehr als 100 Liter auffüllen werde, werde ich jetzt schon hier erst einmal 50 Milliliter vorbereiten und die ersten 50 bzw. 100 Milliliter gebe ich erst einmal dazu. So, wir starten jetzt hier unsere Befüllung. Wir gehen jetzt hier mit unserer Spritze rein. Das geht halt wunderbar mit der großen Kanüle und geben jetzt die ersten 50 Milliliter hinzu. Das machen wir unterwegs genauso. Und jetzt füllen wir weitere 50 Milliliter nochmal dazu. Und dann, so, jetzt die zweiten 50 Milliliter geben wir jetzt mit hier dazu. Das geht wunderbar, ihr seht das. Wir erstmal auf 50 Liter safe. 60 Liter haben wir jetzt. Bei 75 Liter geben wir schon die nächsten 50 Milliliter dazu. 75 Liter hier haben wir jetzt, liebe Camper. Jetzt füllen wir
die nächsten 50 Milliliter ein. Richtig mit Schwung, dass es schön reingeht. Zack, wir sind jetzt fertig. Wir sind 10 Liter sind wir drüber. Also müssen wir jetzt hier noch einmal 20 Milliliter hinzufügen. 20 Milliliter, ihr seht es hier. Wir bauen jetzt unseren Schlauch erstmal zurück. Das haben wir schön gelöst hier. Das kennt ihr ja. Ich mache das immer so. Das kommt bei mir hier rein. Ich tue die Spritze richtig rein und richtig rein damit. Deckel zu. So, somit sind wir safe. Haben wir jetzt unseren Frischwassertank aufgefüllt. Unser Wasser ist jetzt hier perfekt. Viele fragen uns natürlich auch immer wieder, wie oft wechselt ihr denn das Wasser komplett? Diese Frage bekommen wir unglaublich oft gestellt. Eine pauschale Antwort gibt es darauf natürlich eigentlich nicht. Es hängt davon ab, wie häufig wir unterwegs sind, wie warm es ist und wie lange unser Wasser schon im Frischwassertank drin ist. Wenn es so warm ist, wie es jetzt war, dann wechseln wir das Wasser alle 14 Tage, 3 Wochen unter 25 Grad. Es hat sich nicht alles so aufgeheizt. Dann wechseln wir das natürlich, wenn wir unsere Tour beginnen. Ansonsten lassen wir das auch mal 6, 8 Wochen drin, das Wasser. Da passiert gar nichts. Das entscheiden wir individuell. Wasser nachfüllen oder Wasser wechseln. Wenn wir unterwegs sind, füllen wir natürlich regelmäßig nach und ihr habt es gesehen, wir haben es euch gezeigt. Ein Punkt wird sehr häufig vergessen, das ist der Warmwasserboiler. Also schaut zu, dass ihr auch in der Warmwasserleitung regelmäßig den Kreislauf aufrechterhaltet im Warmwasserboiler, damit die Konzentration, die konzentrierte Flüssigkeit im Warmwasserboiler ankommt. Ja, unser Ablauf, der hat sich über viele Jahre hier entwickelt, aber das Membratlin ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und wir halten uns natürlich auch an diesen Vorgaben, brauchen den Tank nicht mehr groß manuell zu reinigen und können individuell nachfüllen das Wasser. Da entwickelt man mit der Zeit eine feste Routine, wann man das Wasser wechseln muss oder wann man auffüllen kann, wann man es noch verwenden kann. Es kommt da auch drauf an, wie gesagt, wie oft ihr verreist, ob ihr wöchentlich verreist, alle 2 Wochenenden oder so wie wir individuell. Das müsst ihr dann mit euch selbst ausmachen. Den Satz hören wir auch natürlich des Öfteren. Je mehr von dem Produkt, umso besser hilft das. Nein, haltet euch genau an die Dosierungsregeln. Dann kann euch nichts passieren. Ihr könnt das Wasser trinken und ihr könnt es auch den Hunden geben, so wie wir das machen. Da passiert gar nichts. Mehr hilft automatisch nicht besser. Und mehr ist auch nicht besser. Nächste wichtige Frage, können wir oder kann man das Wasser dann auch trinken? Wenn ihr euer Wassersystem regelmäßig pflegt, hygienisch behandelt, spricht aus unserer Sicht grundsätzlich nichts dagegen, das Wasser bestimmungsgemäß zu benutzen. Beachtet dabei auch immer eure persönliche Einschätzung und natürlich auch die Qualität eurer Wasserquelle, von wo ihr das Wasser bezieht. Frage Nummer 2, muss ich auch jedes Mal reinigen? Die Antwort ist nein. Nur pflegen. Wichtige Frage Nummer 3, brauche ich ständig neue Filter? Wenn ihr Filter verwendet und dann dementsprechend der Filterwechsel laut Angaben des Herstellers. Und wie es so eine gute Routine aussieht, das habt ihr ja gesehen, das dauert nur wenige Minuten, habt ihr euren Frischwassertank befüllt und mit Membratlin ganz einfach die Konzentration, die ihr braucht, 0,2% erreicht. Deshalb gehört Membratlin ganz einfach zu unseren Reisen hier mit dazu. Nicht aus Routine, sondern weil wir wissen möchten, dass unser Wassersystem zuverlässig funktioniert. Unser persönliches Fazit auf unserer letzten 3-wöchigen Italien-Tour haben wir genau diese Routine angewendet, mehrfach Wasser nachgefüllt, regelmäßig behandelt und das System lief vom ersten bis zum letzten Tag einwandfrei. Fassen wir das Wichtigste noch einmal kurz zusammen. Ein sauberes Wassersystem beginnt nicht mit dem Reinigungsmittel, sondern mit dem Verständnis, wie unser Wassersystem im Grunde genommen funktioniert. Unser persönlicher Tipp, wartet nicht so lange, bis das Wasser unangenehm riecht. Mit einer einfachen Routine habt ihr deutlich weniger Aufwand als mit einer
einer aufwendigen Grundreinigung. Und genau dieser Punkt hat uns am Anfang genauso überrascht wie dich jetzt auch. Viele reinigen den Tank, der Boiler wird aber komplett vergessen und auch das Leitungssystem. Warmwasser immer mit einbeziehen und natürlich nicht verrückt machen lassen. Im Internet findet man natürlich zu diesem Thema unglaublich viele Meinungen. Unser Rat dazu ist ganz einfach. Sucht euch eine sinnvolle Routine und bleibt natürlich dabei. Nach über 35 Jahren Wohnmobilreisen haben wir natürlich vieles ausprobiert. Manches hat funktioniert, manches hat überhaupt nicht funktioniert. Unsere heutige Vorgehensweise ist deshalb nicht entstanden, weil sie besonders kompliziert und aufwendig ist, sondern weil sie sich ganz einfach auf unseren vielen Reisen bewährt hat. Aber jetzt interessieren uns ganz einfach mal eure Erfahrungen. Wie pflegt ihr euer Wassersystem? Habt ihr eine ganz andere Methode? Oder gibt es Fragen, die wir in einem weiteren Video für euch beantworten sollen? Schreibt es ganz einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Abo da und einen Daumen nach oben. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und es hilft natürlich auch unseren Kanal weiter zu wachsen und gute Tipps und Tricks Videos für euch zu produzieren. Sauberes Trinkwasser gehört zu den wichtigsten Dingen im Wohnmobil und Camper. Mit einer halben Stunde Pflege könnt ihr viele Probleme vermeiden und habt auf jeder Reise ein deutlich sicheres Gefühl. Wir hoffen, diese Anleitung hilft euch dabei. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt schön gesund. Bis dahin. Tschüss.